Die Ringe sind ein Liebesbeweis. Und wenn du sie nicht kaufst, dann brauchen wir auch gar nicht zu heiraten. Es gibt keine Ringe. Ich habe sie nicht gekauft. Es gibt auch keine Hochzeit. Ich kriege jetzt, was ich will. Und dich habe ich noch nicht aufgegeben. Und? Wann wird der Prozess stattfinden? Es wird nicht mehr lange dauern. Man hat bereits Anklage erhoben. Sie lautet auf Mord. Wir glauben, wir können sie wegsperren. Wenn wir sie nicht sehen, können sie uns auch nicht gefährlich werden. Dabei vergessen wir, dass sie trotz allem ein Teil von uns sind. Unsere Gefühle. Sie führen ihr eigenes Leben in uns und manchmal gegen uns. Sie sind stärker als wir und sie sind wechselhaft. Wir denken, wir können sie kontrollieren, aber sie brechen immer wieder hervor. I'm enjoying being led to the flood. We got another thing coming up. Dann ist der Prozess wirklich schon morgen? Ich habe versucht, den Termin zu verschieben, aber es hat nichts genutzt. Wie geht's Nicola? Gut soweit. Sie ist unsere wichtigste Zeugin. Philipp, Antonias Tagebuch, in dem steht, wie du sie bedrohst. Das Band, auf dem wir hören, wie du sie vermeintlich umbringst. Wir stehen sehr schlecht da. Aber das sind Fälschungen. Ich habe Antonia nicht umgebracht. Das hilft uns aber nicht weiter, solange wir das nicht beweisen können. Und bei deiner Vergangenheit. Mit deiner Glaubwürdigkeit sieht es einfach nicht gut aus. Du machst mir richtig Mut. Was schlägst du vor? Du bist mein Anwalt. So wie ich das sehe, bleibt uns nur eine Strategie. Wir plädieren auf Totschlag und du bekennst dich schuldig. Und den Zuschlag hat dann diese Charlie bekommen. 76.000 €. Keine Ahnung, wofür die Olle noch Eheringe braucht. Guten Abend. Hallo, Frau Linse. Hallo, guten Abend, Dana. Ich hab dir hier Äpfel für deine Pferde hingestellt. Dankeschön, da wird sich Dionysos aber freuen. Ah, Frau Linse, wegen des Abendessens machen Sie mir doch einfach ein Omelett mit Schnittlauch. Kein Fett. Sehr wohl. Ey, hast du vielleicht Hagen gesehen? Ich glaube, der ist noch nicht vom Ausritt zurück. Ich muss noch mal in den Stall. Ich weiß genau, was du jetzt wieder denkst. Ich bin selbst schuld, dass unsere Hochzeit verschoben wurde. Naja. Ich wollte diese Ringe, weil sie etwas bedeuten. Sie sind ein Symbol für die wahre Liebe. Ich meine, kannst du nicht verstehen, dass ich mir so ein Zeichen von Hagen gewünscht hätte? Doch, klar. Aber ich glaube, man kann so ein Zeichen nicht bestellen. Man bekommt es einfach. Ja, genau darauf habe ich doch gewartet. Dass Hagen etwas begreift und sie mir daraufhin schenkt. Aber er hat überhaupt nichts verstanden. Könntest du dann vielleicht noch mal mit Hagen reden? Und ihm erklären, wie ich es meinte? Ihr habt doch jetzt einen ganz guten Draht zueinander. Wenn ich ihn sehe. Ach, du bist ein Schatz. Justus hat ihn persönlich aufgebügelt, das hat er sich nicht nehmen lassen. Und nicht wundern, Gürtel und Krawatte durfte ich nicht mit reinnehmen. Hey, morgen geht es los, dann haben wir es fast geschafft. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Doch, ich schon. Du wirst freigesprochen. Wir werden heiraten, bekommen Kinder, einen Hund. Wie hört sich das an?
Wenn es nach Sebastian geht, soll ich mich schuldig bekennen. Die Beweislage ist erdrückend, aber wenn ich mich kooperativ zeige, komme ich vielleicht mit ein paar Jahren davon. Ein paar Jahre. Für was? Du hast das Tagebuch der Polizei übergeben. Du hast dich sofort freiwillig gestellt, als das Tonband aufgetaucht ist. Wir sind immer bei der Wahrheit geblieben. Warum sollst du jetzt vor Gericht lügen? Ich wollte nur hören, was du dazu sagst. Nikolai, danke. Wir werden niemals aufgeben, hörst du? Oh, Entschuldigung, störe ich? Ich bin gerade fertig geworden. Dein Artikel über unsere Auktion? Eher vor allem über den Erwerb der Malpate-Ringe. Der Verkauf hat für großes Aufsehen gesorgt. Schade, dass man die echte, wahre Liebe nur einmal im Leben findet. Philipp? Hast du über meinen Vorschlag nachgedacht? Nein, natürlich kann ich dich verstehen. Ja. Pass auf, wir sehen uns morgen vor Gericht. Gut. Wie läuft es denn mit den Prozessvorbereitungen? Wir brauchen jede Menge Glück. Ja, das wünsche ich euch auch und grüß Philipp von mir. Sie ist meine Schwester. Und sie leidet total unter der Situation mit Hagen und der abgesagten Hochzeit. Ja, aber dann soll sie das selbst gerade biegen. Du bist doch in den Typen verknallt. Gute Idee. Ja, ich gebe das weiter. Hey, Leute, was macht ihr denn noch hier? Feierabend. Ich wollte gerade gehen. Andi, heute Kickerturnier im No Limits? Auf jeden Fall. Aber diesmal mache ich dich nass. Ja, ja. Was mit euch? Mal sehen. Ich wollte noch mal mit dir reden. Wegen der Sache mit Marlene. Du weißt doch, wie sie ist. Eben. Und deshalb will ich davon für heute Abend nichts mehr hören. Okay. Hey, Lust, eine Runde zu kickern? Antonia wollte Philipp aus gekränkter Liebe fertig machen. Deshalb hat sie ihren Selbstmord inszeniert. Philipp ist unschuldig und das ist die Wahrheit. Das muss vor Gericht doch was gelten. Bei einem Indizienprozess kommt am Ende alles auf den Richter an. Und was bringt das, etwas zu gestehen, was man nicht getan hat? Das ist eine ganz einfache Rechnung. 3 bis 5 Jahre gegen lebenslänglich. Du kannst es dir aussuchen. Das ist unsere Rechtsprechung. Das ist doch absurd. Nicola, deine Gefühle und dein Vertrauen in allen Ehren. Aber mit Liebe ist nun mal kein Prozess zu gewinnen. Ich stehe morgen vor Gericht da wie ein Idiot. Wenn es Lydia wäre, würdest du ja auch raten, sich schuldig zu bekennen. Philipp vertraut dir. Und ich auch. Das kannst du auch. Ich werde alles für ihn tun, was ich kann. Ja, das musst du auch. As I gave in to temptation, I've strayed across the line. Keep it under wraps in the cold store.
Put it to the back of your mind. Put it to the back of your mind. Hey, ich hab dich gesucht. Wo steckst du den ganzen Tag? Falls es dir entfallen sein sollte, ich bereite einen Prozess vor. Nein, ist mir nicht entfallen. Wie läuft's denn? Aussichtslos. Ach komm schon, Sebastian. Bisher hast du jeden deiner Prozesse gewonnen. Es war aber noch nie ein Mordfall dabei. Die Beweislage ist eindeutig. Guck mal, ich dachte auch, ich müsste mein Leben lang Unterhalt an Ansgar zahlen. Und dank dir bin ich eine reiche, geschiedene Frau. Verdammt nochmal, Tanja, es geht nicht immer nur ums Geld. Es geht um Nicola und Philipp. Sie verlässt sich darauf, dass ich ihn aus dem Knast hole. Wenn ich das Ding in den Sand setze, bekommt er lebenslänglich. Und warum? Weil ich nicht die richtigen Argumente hatte. Ja, das ist das Risiko als Anwalt. Das ist alles, was dir dazu einfällt? Sebastian, Herrgott, das ist dein Job. Du hast ihn dir selbst ausgesucht. Ja. Aber es geht nicht immer um die Dinge, die man sich selbst aussucht. Es gibt auch Verantwortung, die man übernimmt. Ob es einem nun passt oder nicht. Vergleichst du mich und unser Kind gerade mit einem beruflichen Eid? Es ist viel weniger als das, Tanja. Dem beruflichen Eid gehe ich immerhin aus Leidenschaft nach. Du bist nichts weiter als eine Verpflichtung, die ich mir lebenslänglich ans Bein gebunden habe. Und das auch nur wegen eines dummen Fehlers. Wenn du dich gleich auch so grobmotorisch verhältst, haben wir sofort verloren. Dann hoffe ich mal, dass du das ausbügeln kannst. Ihr habt die Dame im Team, ihr dürft einwerfen. Du weißt doch, wie das geht, oder? 4 Sommerreitlager an der Ostsee. Yes! Sag mal, wie lange ist das mit dem Reitlager her? 10 Jahre? Na, dann lass mal den Meister ran. Business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly says, look, don't ask with suspicion. The whole of motor corporations giving its permission. Wer ist jetzt der Meister? Tja, langsam fange ich wieder an, mich an die Sommerlager zu erinnern. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Willst du den Prozess gewinnen, indem du den Richter von deiner negativen Grundhaltung beeindruckst? Jedenfalls nicht, indem ich mich von der Arbeit abhalten lasse. Sebastian, was ist los mit dir? Du bist so kalt und gefühllos und so verletzend. Ich erkenne dich überhaupt nicht mehr wieder. Moment, das erinnert mich jetzt an wen? Stimmt, Ansgar. Unter den Umständen wäre das nicht der ideale Neuanfang für uns? Das mit uns beiden ist vorbei. Sieh das endlich ein. Und hör auf, deine Wut auf Ansgar bei anderen abzureagieren. Was soll denn das jetzt? Es dreht sich nicht immer alles nur um dich. Eben. Du hast dich für Tanja und euer gemeinsames Kind entschieden. Also steh auch dazu. Es tut mir sehr leid, wenn ich nicht hinreichend emotional erscheine. Aber es ist wohl allen Beteiligten klar, dass Tanja und ich den Preis für die Traumfamilie nicht bekommen werden. Jedes Kind verdient einen Vater, der es liebt und Eltern, die zusammenstehen. Na, da kann man dem jungen Prinzen ja nur gratulieren, dass er in dir und Ansgar 2 so harmonisch liebende Eltern hat. Achtung! Ja! Okay, was weiß ich denn das? Das ältere Team hat gewonnen. Reitlager an der Ostsee.
Gar nicht schlecht. Bin beeindruckt. Oh. Entschuldigung. Marlene? Was denn? Keine falsche Hoffnung, okay? Deswegen denn. Sebastian, das mit uns. Kannst du es nicht einfach lassen, wie es ist? Warum musst du gegen jeden hier Krieg führen? Weil ich es so satt habe, nach den Regeln zu spielen und dabei immer den Kürzeren zu ziehen. Ja, ich hab satt, der Gute zu sein, wenn am Ende immer der mit den unfairen Mitteln gewinnt. Und spar dir bitte deine Moral, ja? Du bist diejenige, die sich Ansgar an den Hals geworfen hat. Weil ich ihn liebe. Akzeptier das endlich. Hör auf! Ich bin so froh, dass es sein Kind ist, das ich ihn mir trage und nicht deins. Wie kannst du sowas sagen? Ich hab dich immer geliebt im Gegensatz zu ihm. Das kannst du überhaupt nicht wissen. Und wenn ich dich ansehe, dann spüre ich so viel Hass in dir. Ja, und ich habe genügend Grund dazu. Und genau das unterscheidet dich von Ansgar. Er ist vielleicht opportunistisch, aber er hat ein gutes Herz. Und Unsere Gefühle machen uns schwach und verletzlich. Und nie sind wir verletzlicher, als wenn wir lieben. There's no saving anything. Now we're swallowing the shine of the sun. There's no saving anything. How we swallow the sun. But I won't be no runaway. 'Cause I won't run. No, I won't be no runaway. But what makes you think I'm enjoying being led to the flood? We got another thing coming undone, and it's taking us over. We don't bleed. Was wissen wir schon, ob der andere unsere Liebe auch teilt? Nichts. Deshalb ist Liebe immer auch ein Risiko. Das Risiko, beim anderen Liebe zu finden oder zurückgewiesen zu werden. We got another thing coming undone. Verdammt! Und plötzlich sind wir jenseits der Liebe. Verdammt nochmal! Und aus Liebe wird Hass. Liebe ist eine Gratwanderung. Wir können durch sie über uns selbst hinauswachsen oder langsam an ihr zugrunde gehen. Kakao? Oh ja, gerne. Lass es dir schmecken. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Dana. Ach, Frau Linse, wenn ich Sie noch mal um etwas bitten dürfte, das Omelett von gestern Abend wäre jetzt zum Frühstück genau das Richtige. Gerne. Na, wie geht's dir? Ich habe schon gehört von eurem Abend gestern. Ach so, ja. Ich warte auf Hagen. Es geht um das Futter für die Dionysos, da müssen wir was besprechen. Auf den würde ich nicht warten. Ist was? Ihr Omelett wäre fertig. Wo darf ich servieren lassen? Im Esszimmer. Was ist denn los mit dir? Nichts. Entschuldige, aber ich habe zu tun.
wenn Sie jetzt eh hochgehen, können Sie Ihr Omelette gleich mitnehmen, oder? Ich meine ja nur. Frau Latsch, eine Frage? Wo ist denn Sebastian? Das letzte Mal habe ich ihn gestern Abend gesehen, kurz bevor er mit Lydia sprechen wollte. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ansgar ist auch noch nicht da. Nico, Sebastian wird kommen. Es ist sein Prozess. Den wird er nicht sausen lassen. Ja, Arno hat recht. Hm? Die Presse bitte den Gerichtssaal verlassen. Liebe führt uns ins Extreme. Und wenn wir nicht aufpassen, überschreiten wir unsere Grenzen, lassen uns den Boden unter den Füßen fortreißen, verlieren den Halt. Da Herr von Lahnstein nicht erschienen ist, beantrage ich, den Prozess zu vertagen und die Verteidigung zu verwahren. Er kommt sofort, noch eine Minute. Wir fühlen uns oft betrogen, erniedrigt, gedemütigt und allein. Und wenn wir lieben, können wir auch hassen. Sogar töten. Ich muss mich entschuldigen, ich wurde aufgehalten. Also endlich. Gott sei Dank. Da ist ja mein Staranwalt. Was du? Darf ich um Ruhe bitten? Was ist denn mit deiner Hand? Herr Anwalt, darf ich um Ruhe bitten? Dann stelle ich also fest, dass wir vollzählig sind und bitte den Verteidiger mit seiner Stellungnahme zu beginnen. Hohes Gericht. Philipp Sohnfelden wird des Mordes angeklagt. Des Mordes an Antonia Weber. Ein Mord aus gekränkter Liebe, so scheint es. Alle Indizien sprechen gegen ihn, aber ist Philipp Sohnfelden schuldig? Es scheint so. Ja, denn wenn ich inzwischen eines gelernt habe, so ist es doch das. Ja, die Liebe kann einen zum Mörder machen. To